In einem neuen Devblog hat Level-Artist Björn Frechenhäuser einen spannenden Einblick in die Entstehung einer spielbaren Insel für Anno 117 gegeben. Dabei geht er auch auf die Unterschiede zum Vorgängertitel ein und zeigt uns die technischen Verbesserungen. Von daher alles Wissenswerte zum Thema jetzt wie gewohnt kompakt in einer neuen Folge Anno News. Diese Anno News werden euch von Instant Gaming präsentiert, welche mit Patronen auch einen ganz ähnlichen Anno-Klon im Angebot haben, um die Zeit bis zum neuen Anno zu überbrücken. Wer auf der Suche nach einem guten Citybuilder ist, erhält hier für gerade mal 4,50 € durchaus brauchbaren Content für viele Stunden im Mittelalter. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Anno 117 wird genau wie sein Vorgänger die gleiche Engine verwenden, die aber natürlich über die Jahre erweitert und verbessert wurde. So kommt es, dass die neuen Inseln aus der Pax Romana von weitem auf den ersten Blick durchaus Ähnlichkeiten zu Anno 1800 Inseln vorweisen, sich im Detail dann aber doch deutlich unterscheiden werden. Natürlich bedeutet das aber auch, dass ihr hier eher eine Evolution statt einer Revolution erwarten solltet, die selbstverständlich auch durch die Spielregeln, das Balancing und die Leistung der aktuellen Konsolengeneration limitiert wurde. Bereits in Anno 1800 wurde eine prozedurale Content Creation Pipeline für diverse Aspekte wie die Inselterrains verwendet, musste aber immer noch aufwendig händisch um Gras, Felsen, Sand usw. vervollständigt werden. Zudem war die Auflösung dieser Texturen mit 128 x 128 Pixeln eher zweckdienlich, was man nun für den neuen Serienableger auf 512 x 512 Pixel aufbohren, also vervierfachen konnte. Für Anno 117 setzt man daher jetzt auf sogenannte Splat Maps, welche zusammen mit dem Gelände erstellt werden und dazu Algorithmen verwenden, die Aspekte der Natur wie unter anderem Erosion, thermische Verwitterung, Ablagerung und Geländenutzung simulieren. Ganz neu ist das Displacement Mapping, durch welches Texturen nicht nur auf dem Gelände liegen, sondern auch die Form des Geländes verändern und so für einen visuellen Qualitätssprung sorgen, der sich durchaus sehen lassen kann. Um die neuen Inseln noch realistischer und natürlicher wirken zu lassen, wurde der maximale Geländewinkel, also die Steilheit, von 12% auf 24% verdoppelt. Das wiederum bedeutet, dass eure Inseln weit weniger flach sein werden, als das noch in Anno 1800 erforderlich war. Ihr könnt also dementsprechend auch an deutlich steileren Hängen bauen. Ohne dass das hier erwähnt wurde, könnte das auch für spätere künstliche Wasserstraßen, also römische Aquädukte, ein Faktor sein. Wir können das Ganze sogar mal anhand der namenslosen Insel 14 durchsprechen. Ein Inselkonzept für Anno 117 beginnt direkt in 3D im sogenannten World Machine Tool, welches bereits seit Anno 2205 zum Einsatz kommt. Dank der schon erwähnten prozeduralen Pipeline lassen sich hiermit schnell Dutzende von Inselkonzepten erstellen. Welche dann schlussendlich für die weitere Bearbeitung ausgewählt wird, entscheidet sich zwischen Game Design und Art Direction. In unserem Fall also Insel 14. Im nächsten Schritt wird aus dem gewählten Konzept eine spielbare Block-Out-Version erstellt, um die Topologie und das Balancing von Baugebieten, Strandstandorten, Minenmengen usw. zu definieren. Darüber hinaus wird eine erste Texturierung vorgenommen, um das vorgesehene Biom zu implementieren. Die gerade erwähnten Gameplay-Features werden übrigens über den hauseigenen Anno-Editor erstellt, wo ich mich doch gleich frage, ob dieser wohl irgendwann zu einem richtigen Editor führen könnte, um eigene Maps zu bauen. So etwas gab es nämlich bei Anno bisher noch nie. Passen all diese Dinge, geht es mit den visuellen Aspekten der Insel weiter. Auch hier kommen prozedurale Inhalte ins Spiel, welche zum Beispiel über das Tool Houdini die Vegetation-Assets ergänzen. Sobald nach einem gewissen händischen Nachjustieren auch diese Dinge sitzen bzw. gepflanzt sind, ist die Basisinsel fertig. Und hier beginnt die eigentliche Arbeit für die Level Artists erst so richtig, denn nun muss das Ganze noch visuell ausgestaltet werden, indem Texturen angepasst werden, Felsen und Vegetationsbestandteile platziert werden, sowie der Topologie mehr Charakter verliehen wird und natürlich auch Partikeleffekte und Gewässer hinzugefügt werden müssen. Abschließend erfolgt dann noch das Polishing, welches die Insel nochmals auf Fehler und Bugs abklopft.
Dabei soll dann jede Insel auch eine eigene visuelle Geschichte erzählen können und nicht 0815 daherkommen, weswegen noch Sehenswürdigkeiten wie Wasserfälle oder markante Felsformationen eingearbeitet werden. Schlussendlich wird auch noch die entsprechende Geräuschkulisse ergänzt, also dass man an einem Fluss zum Beispiel das Wasser rauschen hören kann, auch wenn man an diesem Punkt noch nicht weiter ins Detail geht. Wird also Zeit, das Ganze endlich richtig in Aktion zu sehen. Der angepeilte Reveal hierfür wurde allerdings auf Mai verschoben. Ihr müsst euch also noch grob 4 Wochen gedulden. Sobald es wieder was Neues gibt, werde ich euch aber umgehend wieder berichten. Von daher gerne ein Abo lassen, damit ihr nichts verpasst und bis zum nächsten Mal.